Hallöchen, ihr Banausen da draußen und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde This is the Police. Und wir werden mit dem nächsten Tag anfangen. Why would a man need a barn? To store all the stuff you can't bring home. About 30 years ago, back when I was young and interested in farming, I carried all kinds of junk home. After a day in the field, I'd come home with buckets, shovels, dirty boots and clothes, and instantly transform the living room. But even back then, there's something I always kept in the barn. I stopped keeping my pills inside the house because every time I was about to take a triple, someone would knock on my bedroom door. Now they're knocking on my barn door. Well, fine. It's not every day that someone comes to visit your barn. In all the years we worked together, Kendrick never came to visit the house. We drank at bars, went fishing, went to the mountains, even chased off some poachers one time. But he never came for dinner with the family. We never watched football over here. And now he's brought his friends to visit my barn. I always try to look unsurprised, like it's an everyday thing to get visitors at the old barn, especially guests with their own personal bodyguards. But Kendrick is sharp enough to see he's caught me with my pants on backwards. Sorry for the surprise, Jack. We saw you from the car. Figured we'd find you in here. I'm going in for a minute, fellas. These guys will wait outside. How long you been dating the lover boys? They're Sans people, Jack. Yeah. So now you're appearing in public with members of the Mafia? Jack, I'm leaving tonight. More like fleeing. Jenny and I are taking the girls and making a run for it. Probably won't be seeing each other again. I've got new documents, a new name, a new life, everything new. The papers say you're still working your last week for the department. I've got to get out today. I won't be getting another chance. Don't know if you noticed, but the whole city is against me. You told your Mafia friends about your plans. Jackie, if I don't fix everything with them in the next few hours, they're going to kill me. And not just me, my family, my relatives, God, Jack, I don't know who else. They found out that I was planning to run and they demanded that we close our contract today. Your contract, Frank? Really? Is that how you talk now? Maybe you should call in the lawyers to straighten all this out. Now is not the time, Jack, please. I have a commitment to them until the end of the year. They need an inside line at police headquarters. I can't just give them back the money. That's not how the Mafia works. If I can't find someone I can trust tonight, I'm dead. You know me, Jack. I wouldn't ask you if I wasn't afraid they'd cut my daughters to pieces before sunrise. He's the damn fool who puts his daughters in the crosshairs in the first place. Anyone in my place would have dressed him down good. But I didn't want to pile it on. Fate's already got this guy's soul in the grinder. Tja. Helfe ich dem nicht. Wenn ich dem helfen würde, würde ich natürlich korrupt werden. Wenn nicht, dann nicht. Na, wir helfen dem mal, komm. Give him my phone number and tell him it's done. Don't call me. Don't come to work today. I don't want to see or hear from you again. Time for you to go. Jack, Get the fuck Ich muss mal out kurz of das my Fenster nice zumachen. cozy barn, Frank. At the time, I was trying not to think about what just happened. It was almost too much to take in. I'm probably the most popular police chief in the history of the city, and I have to admit,
I've thought about that more than once, sometimes with a little pride even. In one of the features they wrote about me in the papers, they said it pretty plain. He catches the criminals. Believe me, high praise like that is unheard of in Freeburg, especially for a cop. And here I am, the person who catches criminals, and I've agreed to help the Mafia, or I'll come home to a bag stuffed with my kids' body parts. Right before the last hammer falls. Hey, remember that cop who caught criminals? It turns out he was a Mafia bitch. And all for the sake of a greedy, corrupt cop who should have fled the country years ago. That sound right to you? Ja. Ja, von mir aus. Nö. Für ein Buch lesen nach Hause, will sie verarschen. So, schauen wir mal, was der Tag bringt. Okay. Stadtverwaltung. Ja, eigentlich brauchen wir gar nichts, oder? Gerade. Eigentlich brauchen wir jetzt gerade gar nichts. Probieren wir mal. Drauf geschissen. Ja. Achso, wir haben schon wieder einen Fall. Das heißt, wir schicken mal hier Samadi und Roy hin. Wir müssen leider ihn jetzt feuern. Und ihn auch. Eigentlich. Der Polizisten hatten ja gesagt, ne? Ja, wir haben jetzt natürlich wieder richtig tolle Leute. Ja, wow! Was ist das? Schicht A, ne? Glaube ich. Hoffe ich. Das heißt, ich muss jeden feuern und sie. Da habe ich zu wenig Polizisten. Toll. Ich kann ja nicht feuern. Und sie auch nicht. Warte mal, was stand da jetzt? Alle. Alle Angestellten. Ja, wie soll ich die denn feuern? Ist ja illegal feuern. Toll. Super toll. Aber ist das jetzt... Ja, doch. Tja. Abgeschlossen, ja, super. Sehr geil, ey. Was habe ich jetzt? Bei A habe ich einen weniger. Und bei B. Super geil. Jetzt habe ich da einen Polizist weniger. Wo ich den ich aber auch neu kriege. Hier habe ich ja dann komplett einen weniger. Ist doch so kotzen, ey, sowas. Echt mal. Da brauchen wir noch 4 Polizisten hier. So. Mach. Was sagen die Ermittlungen hier? Immer noch nichts Neues.
Frech. Der war am Ende. Mit der Apotheke. Der war bestimmt am Ende. Geht doch. Verdächtige Verhaftung. Okay. Das Mord. Arbeit am Hafen. Da brauche ich kein SWAT-Team, glaube ich nicht, oder? Am Hafen als Dockarbeiter. Nö. Ohne den leitenden Achso. Warum kann ich den nicht mitschicken? Hallo? Ist der nicht da? Ach, die ist zu Hause. Ach, da war... Ja, stimmt, ja. Muss ich morgen machen, stimmt. Nächsten Tag. Ja, geil. 3 habe ich nicht. Ich habe nur 2. Täter ist entkommen. Sauber. Hey. Fehlt ja schon wieder gut an hier. Sehr gut. Geschafft. Was ist das hier schon wieder? Haben wir? Also Roy und Dingens ist gleich fertig. So, schicken wir die da hin. So. Toll. Ich hab keinen. Ich hab gerade keinen. Sorry. Ach du Scheiße, Raub. Der geht mal dahin. Bericht. Und entkommen. Mein Gott, ey. Was ist denn los mit der Schicht? Das schaffe ich nicht, oder? Ah, doch, das könnte ich wohl schaffen. Boah. Wollt ihr mich verarschen? Alle unterwegs hier, ey. Ist ja nicht wahr. Ermittlung hat begonnen. Sehr gut. Wir nehmen den Tag frei. Leck mich am Arsch. Haben mehr. Haben mehr. Erstmal frei nehmen. Sehr gut. Ja, leider muss der... Was? Achso. So, gucken wir mal. Ich wollte... die schon... Ja, bla bla bla. Also ich habe mit dem Pfandleiber, riss mir jemand die Tasche von der Schulter und rannte weg. Also ich auf dem Weg zum Pfandleiher war... Fuhr die Straße herunter. Also wahrscheinlich so, so und so. Sehr gut. Dann können wir theoretisch da auch hinschicken dann, ne? Dann gehen wir hin. Da brauchen wir kein SWAT für, glaube ich nicht.
für Raub. Ey, Alter. Da schicken wir mal. Du wirst sowieso gekündigt, dann schicken wir dich mal direkt mit. So. Leider. Das finde ich manchmal ein bisschen, doof. Ah. Raubbericht. Täter wurde gefasst. Plus 20 gibt sowas, cool. Alle Verdächtigen konnten gefasst werden. Und der hat auch nochmal Punkte gekriegt, gut. Sehr schön. Aber diesmal werden wir nur einen Tag machen, weil der am Anfang so lange gedauert hat. Ist ja auch nicht so schlimm, wir haben ja Zeit. Ist ja jetzt nicht so, dass wir keine Zeit haben hier. Täter gefasst. Gut. Aha. Gut, dann würde ich sagen, wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da. Ansonsten wieder einen schönen Tag, einen schönen Abend, wie auch immer, bis zum nächsten Mal. Zu einer Runde This is the Police. Tschüssingen.